Hallo zusammen! Heute geht es um die Endpunkteinstellungen von unserem Rollo-Tube Basis, also unserem Motor mit mechanisch einstellbaren Endpunkten. An dem Motor gibt es zwei Regler, über die die Endpunkte eingestellt werden können, und wie das genau funktioniert, das zeige ich jetzt einmal. Mein Basismotor ist in meinem Vorbauelement bereits eingebaut, aber der Rollan Panzer ist noch nicht eingehängt. Man sieht hier, die Federn sind noch lose. Und im ersten Schritt fahre ich meinen Rollladen jetzt über meinen Schalter einmal komplett nach unten, bis der Motor selbstständig abschaltet. Das war jetzt hier schon der Fall. Und jetzt muss ich eben schauen, welcher der Regler für den unteren Endpunkt zuständig ist. Und dazu drehe ich hier einmal an den Reglern. Es gibt hier einen weißen und einen roten Regler. Ich drehe jetzt einfach mal testweise den weißen Regler auf Plus und schaue, ob sich irgendwas ändert. Da passiert nichts. Dementsprechend wird der rote Regler für den unteren Endpunkt sein. Wir drehen jetzt hier einmal und drehen so lange auf Plus, bis auch meine Federn bequem eingehängt werden können. Dabei merkt man schon ungefähr, wie weit man drehen muss, dass der Motor sich überhaupt verändert vom Endpunkt. Jetzt kann ich meine Federn einhängen. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt stellen wir den oberen Endpunkt ein. Da muss man aufpassen, dass der Motor, gerade bei der ersten Inbetriebnahme, nicht zu weit nach oben fährt. Das liegt immer daran, wie groß das Fenster ist. Bei einem Terrassenfenster würde es so sein, dass der Motor vielleicht nur ungefähr 1 Meter hoch fährt. Hier haben wir ein sehr kleines Fenster, das heißt, der werksseitig eingestellte Endpunkt kann auch zu hoch sein. Wenn der Motor also zu weit nach oben fährt, muss man wieder die Stopptaste oder den Schalter ausschalten. So, jetzt fahren wir einmal nach oben und prüfen oder beobachten, wie weit der Motor fährt. Sollte er jetzt gleich im oberen Viertel hier nicht stehen bleiben, dann werde ich das Ganze eben von Hand stoppen. Ich merke hier schon, der Motor fährt zu hoch, also stoppe ich und fahre wieder ein Stück runter. Und jetzt muss ich versuchen oder muss dafür sorgen, dass der obere Endpunkt weiter nach unten gesetzt wird. Drehe also dementsprechend hier an dem weißen Regler, denn wir haben ja gerade schon gesagt, der rote war für den unteren Endpunkt, dementsprechend ist der weiße Regler für den oberen. Ich drehe also jetzt hier mal einige Umdrehungen auf Minus und versuche mich so an den Endpunkt langsam ranzutasten. Jetzt fahren wir wieder nach oben und schauen, ob der Motor stehen bleibt irgendwann. Ist noch nicht der Fall, das heißt, wir müssen noch etwas weiter den Endpunkt runtersetzen. So, das reicht. Also drehen wir weiter auf Minus und testen noch einmal. Das reicht ja noch nicht ganz, also wenn wir noch mal ein bisschen weiter runtersetzen. So, jetzt noch einmal testen. Jetzt haben wir den Endpunkt hier erreicht. Der ist natürlich jetzt so wie hier zu tief. Und jetzt kann ich den weißen Regler langsam auf Plus drehen und mich so meinem gewünschten Endpunkt nähern. So, das ist mein gewünschter Endpunkt. Jetzt habe ich beide Endpunkte eingestellt. Wir können noch einmal kurz den unteren Endpunkt überprüfen. Und damit ist auch der RTB-Motor komplett fertig eingestellt. Motor schaltet ab über den Endschalter. Ja, und das war die Endpunkteinstellung bei einem mechanisch einstellbaren Rohrmotor. Ich hoffe, dass die Einstellungen weitergeholfen haben und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!